Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Dirt TV. Ich bin's wieder, euer Tobi. Heute mit dem Chaussor 650, der meines Erachtens nach absolut unterschätzt wird. Wir haben das Auto jetzt erst bekommen und können euch deshalb jetzt erst das Video machen. Freut euch auf das Auto, denn auf 6,40 Meter ist das so ziemlich der genialste Grundriss, den ihr bekommen könnt. Ja, wir haben den Chaussor 650 hier stehen in der Ford-Version mit 165 PS und Automatikgetriebe. Ab Werk heißt das Modell Etapline, also die gehobene Ausstattung bei Chaussor. Und wir haben das Ganze hier als Sondermodell mit wirklich sämtlichen Zubehörpaketen von uns mit inkludiert. Wir haben hier 16 Zoll Bereifung auf Continental Sommerreifen mit Ford Alufelgen, die Aufbautür mit 2 Sicherheitsschlössern, hier oben und hier unten, und Zentralverriegelung. Außerdem habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, verschiedene Utensilien unterzubringen oder euch einen Mülleimer oder sonst irgendwas draußen zu befestigen. Ganz cool finde ich auch das Fenster, das mit dabei ist, und natürlich habt ihr auch da ein Verdunklungsplissé mit dran. Ganz wichtig bei der Sonderedition ist natürlich auch ein Gasaußenanschluss mit dabei. Dort könnt ihr beispielsweise euren Grill anschließen. Die Toilettenbox bei Chaussor ist von Tedford. Hier habt ihr die Möglichkeit, so einen Trolley auszuziehen. Und was ich ganz cool finde, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch auch mit uns in Verbindung setzen. Es gibt ein Tedford Toilettenentlüftungssystem. Dafür habt ihr hier schon die Vorbereitung mit dabei. Dort könnt ihr einen Aktivkohlefilter mit einem Ventilator reinsetzen, habt auch so keine unangenehmen Gerüche. Die Heckgarage beim Chaussor 650 ist für diese Größe auch echt riesig. Ihr habt hier drin eine Höhe von 1,14 Meter, eine schöne Breite, wo ihr wirklich auch eure Räder ohne Vorderrad oder so einladen könnt und genügend Platz für Tische, Stühle, Kabel, Keile oder einen Grill habt. Mit inkludiert sollte man vielleicht darauf eingehen, beim Arctic-Paket sind unter anderem diese Thermomatten für außen am Fahrzeug anzubringen. Ihr habt Winterabdeckungen für die Kühlschrankgitter außen, Kurbel und Zubehör für die Markise und ganz wichtig den zweiten Schlafplatz vorne in der Sitzgruppe, den zeige ich euch später auch noch. Außerdem habt ihr in der Heckgarage einen 230 Volt Stromanschluss und einen 12 Volt Anschluss mit 120 Watt. Ihr könnt die Heckgarage belasten mit 150 Kilo. Und auf der linken Seite habt ihr nochmal ein Licht, damit ihr auch abends in eurer Garage was sehen könnt. Bei unserem Sondermodell habt ihr die Fahrradträgerschienen bereits vorgerüstet. Das heißt, ihr könnt euch hier von Fiamma oder von Thule den entsprechenden Fahrradträger kaufen und direkt hinter diesen Kunststoffabdeckungen befestigen. Außerdem haben wir hier mit dabei die Rückfahrkamera, die über dem Nummernschild im Fahrzeug inkludiert ist. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr bei Chaussor diese hohe Garagentür. Dort könnt ihr beispielsweise höhere Gegenstände einladen und könnt dieses Zwischenbrett hier einfach rausmachen. Oder ihr habt die Möglichkeit, hier oben nochmal verschiedene Sachen unterzubringen. Die zweite Öffnung von der Garage finde ich ganz praktisch. Wenn ihr dort beispielsweise Fahrräder einladet, habt ihr die Möglichkeit, hier an den beiden Zurösen euer Fahrrad vernünftig zu befestigen. Dann habt ihr natürlich eure Außendusche hier auf der Seite, finde ich super praktisch, weil das eben auf der Nicht-Markisen-Seite ist. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch beispielsweise einen Duschvorhang mit Saugnäpfen anzubringen. Ihr könnt eure Bikes reinigen oder auch euren Hund, je nachdem, wo der unterwegs war. Dann haben wir die Technikbox von Chaussor an der Seite untergebracht. Dort habt ihr zum einen die 12 Volt Sicherungen auf der linken Seite von eurem Fahrzeugaufbau. Ihr habt die 230 Volt Sicherungen hier untergebracht und ihr habt euren Frischwassertank zum Befüllen hier zugänglich und auch die Reinigungsöffnung. Was ich bei Chaussor auch ganz cool finde, ist die Möglichkeit, dass ihr hier ganz bequem euren Wasserstand für die Fahrt einstellen könnt. Wollt ihr beispielsweise 20 oder 25 Liter Wasser auffüllen, könnt ihr diesen Hebel nach oben machen und ab dann habt ihr einen Überlauf drin, sodass das Wasser überläuft. Und ihr wisst genau, jetzt habe ich meine richtige Wassermenge für die Fahrt drin. Möchtet ihr ganz füllen, könnt ihr den Hebel einfach runterklappen und könnt ein 100 Liter Wasser auffüllen. Der Stromaußenanschluss ist auch hier untergebracht. Und natürlich habt ihr auch bei Chaussor die Möglichkeit, eine Gasflasche mitzunehmen. Hier jedoch nur 11 Kilo, da ihr eine Dieselheizung im Fahrzeug drin habt und so relativ wenig Gas braucht. Damit ihr auch sonnengeschützt irgendwo stehen oder sitzen könnt, habt ihr bei uns die Markise mit an Bord. Dazu ist die Kurbel hinten im Fahrzeug drin. Die könnt ihr euch auf die gewünschte Länge einstellen. Hakt diese hier unten ein. Bei der Thule-Markise ist das ein relativ simples System. Und dann könnt ihr eure Markise rauskurbeln und aufstellen. Ich mache das meistens so, dass ich die Markise so 1 Meter bis 1,20 Meter auskurbele. Ab dann solltet ihr die Füße zur Unterstützung mit nach außen nehmen
Die könnt ihr auch auf die gewünschte Höhe einstellen. Fixiert diese ordentlich. Das Ganze macht ihr auf beiden Seiten. Und ich stelle dann meistens meine Markisenfüße so ein bisschen schräg nach vorne, damit ich die Markise vollständig auskurbeln kann. So könnt ihr eure Markise Stück für Stück immer etwas nachrücken und könnt sie dann bis zu 2,50 Meter nach außen rauskurbeln. So sieht das Ganze dann aus und dann könnt ihr eure Tische, Stühle und sonst irgendwas vor das Fahrzeug stellen. Ganz cool ist auch, dass ihr für die Thule-Markise noch Seitenwände bekommt. Ihr bekommt eine Vorderwand, es gibt Sonnensegel, die ihr in die Kederschiene einziehen könnt. Also da habt ihr wirklich keine Grenzen bei diesem Modell. So, jetzt habt ihr außen am Fahrzeug schon einiges gesehen, aber die große Versprechung am Anfang war ja, dass ihr auf 6,40 Meter selten so ein Raumwunder erlebt habt und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, zum Cockpit des Fahrzeugs kommen wir jetzt. Ihr habt links die Plissés, die von unten nach oben im Halbkreis zu schließen sind und vorne schon das neue System, das ihr auch einfach ganz bequem von unten hochziehen könnt. Ihr könnt es entweder auf dieser Höhe oder ganz oben einrasten. Dann habt ihr das automatische Licht bei Ford mit inkludiert, was ich cool finde. Tempomat und Limiter wie gewohnt. Ihr habt den Spurhalteassistenten hier mit drin, Freisprecheinrichtung natürlich. Und hier vorne von Ford die Möglichkeit, euer Telefon zu koppeln. Apple CarPlay, Android Auto ist mit inkludiert und ihr habt hier wirklich ein riesiges Display. Ich fand am Anfang, dass das relativ steil steht, habe jetzt allerdings herausgefunden, wofür das gut ist. Ihr habt jetzt während der Fahrt wirklich keine Spiegelung oder Reflexion von der Sonne mit drin. Deshalb ist die Position von Ford entsprechend so angebracht. Ja, außerdem könnt ihr hierüber euer Gebläse steuern. Das Ganze geht mit Touch. Ihr könnt eure Lüftung steuern. Finde ich wirklich super gemacht. Also im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich hier am Cockpit echt einiges getan. Außerdem hat das Cockpit für mich noch ein paar weitere Dinge, die man erwähnen sollte. Ihr habt hier oben wirklich das wunderschöne große Panoramafenster. Dort selbstverständlich auch zum einen das Fliegengitter mit dabei und auch die Verdunklungsmöglichkeit. Und gerade wenn es so heiß ist wie heute, könnt ihr das Fenster hier sehr schnell öffnen und kriegt damit die Hitze im Frontbereich echt ganz schnell nach draußen. Sehr wertvoll finde ich auch die Ablage hier oben. Dort könnt ihr wirklich eure Jacken, Taschen, Schirm oder sonst irgendwas hochwerfen, wo ihr bequem drankommen könnt. Außerdem habt ihr im Arctic-Paket auch noch inkludiert diesen Vorhang. Den könnt ihr zusätzlich nutzen, um das Fahrerhaus im Prinzip zu verdunkeln oder wenn ihr euch auf die Schnelle umziehen wollt, einfach um das mal kurz zu schließen. Und ihr habt hier nochmal Spots drin, die ihr anschalten könnt auf beiden Seiten. Und so habt ihr abends, wenn ihr euch im Fahrerhaus aufhält, einfach nochmal eine Lampe zum Lesen. So, ich hoffe, das kommt in dem Fahrzeug wirklich etwas rüber. Ihr habt hier auf 6,36 Meter echt eine riesige Sitzgruppe. Abgesehen davon sind auch nachher alle anderen Bereiche wirklich großzügig gestaltet. In der Sitzgruppe habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt problemlos mit 4 Personen hier sitzen und könnt natürlich nochmal die beiden Fahrersitze drehen und mit dazu nehmen. So, auch der Tisch ist natürlich für diese Personenanzahl ausgelegt. Ihr könnt den auf die doppelte Größe vergrößern und habt auch die Möglichkeit, den in alle Richtungen zu verschieben oder auch entsprechend zu drehen. Der Tisch ist elektrisch höhenverstellbar, das könnt ihr genauso wie das Bett stufenlos verstellen. Ja, wenn ihr mit dem Fahrzeug alleine unterwegs seid, habt ihr die Möglichkeit, einfach diese Polster zu nutzen. Die könnt ihr dann von hinten an euren Sitz dran lehnen und habt hier wirklich eine riesige Couch, auf die ihr euch ganz bequem draufsetzen könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, beim Chausseur 650 mit der großen Sitzgruppe zu viert zu fahren, denn unter dieser Sitzbank befinden sich jeweils rechts und links 2 ordentliche Fahrsitze, die auch mit Isofix ausgestattet sind. Wie schnell ihr so einen Sitz bauen könnt und wie komfortabel der Sitz ist, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt diese beiden Polster weg und diese beiden Polster. Dann könnt ihr die Rückenlehne mit der entsprechenden Kopfstütze ausklappen. Hier findet ihr den Gurt zum Anschnallen und dann könnt ihr euer Sitzpolster entsprechend positionieren und auch das Polster für die Rückenlehne positionieren. Und wie ihr seht, kann man hier ganz komfortabel sitzen. Auch finde ich im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen mega cool, dass ihr die Möglichkeit habt, die Rückenlehne in verschiedenen Neigungen einzustellen. Also ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber ihr könnt die wirklich relativ schräg anlehnen und könnt die dann so alle 5-6 mm einrasten.
sodass ihr wirklich eine komfortable Sitzposition finden könnt. Auch eingehen möchte ich auf jeden Fall auf unser Sonderpolster in der Dörr Edition. Wir haben uns nicht aufgrund des Designs, sondern aufgrund der Qualität ganz besonders für dieses Polster entschieden. Ihr habt hier nämlich ein wesentlich höheres Raumgewicht und einen ganz anderen Sitzkomfort wie bei den Serienpolstern. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich werde euch nachher auf jeden Fall noch eine Szene drehen aus einem normalen Serienmodell, sodass ihr wirklich mal sehen könnt, wie tief man einsinkt. Ihr habt hier echt ein festes Sitzgefühl und ein sehr hochwertiges Polster. Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu dem normalen Serienpolster. So, wie eben angeschnitten, wollte ich euch den Vergleich zum Serienpolster zeigen. Ich hoffe, dass es auf dem Video rüberkommt. Ihr könnt euch hier wirklich draufsetzen und ihr habt sofort die Holzkante praktisch unterm Hintern. Also man merkt es echt direkt durch Polster durch. Ich hoffe, man erkennt, wie tief man hier einsinkt. Und das ist eben bei dem Sonderpolster Cannes nicht der Fall. Auch ist das Polster aufgrund der Oberflächenstruktur wirklich extrem pflegeleicht und ihr könnt es problemlos mit einem Tuch abwaschen. Die Küche finde ich auch wirklich extrem groß für ein 6,40 Meter Fahrzeug. Ihr habt eine schöne tiefe Arbeitsfläche. Ihr habt hier 2 Kochfelder mit dabei. Piezozündung ist natürlich auch inkludiert. Links könnt ihr einen etwas größeren Topf oder eine Pfanne hinstellen und rechts einen etwas kleineren. Der Wasserhahn bei Chaussor ist aus Metall, finde ich auch in dem Schwarz wirklich sehr passend zum Fahrzeug. Ihr habt so ein kleines Schneidebrettchen als Spülenabdeckung nochmal mit dabei und wirklich auch hier ein schönes großes Waschbecken mit an Bord. Das Fenster darf man natürlich auch nicht vergessen. Wenn ihr jetzt am Kochen seid, könnt ihr das Fenster hier öffnen und auch das Dachfenster und habt so wirklich direkt euren Kochdunst draußen. Ihr habt nochmal ein Licht hier oben mit inkludiert und auf der linken Seite ein Magnetboard, wo ihr auch verschiedene Gegenstände dran befestigen könnt. Stauraum darf natürlich in einer Küche auch nicht fehlen. Da habt ihr hier oben wirklich 2 riesige Schränke. Links mit Mehrhöhe, rechts mit Unterteilung. Dort haben wir auch drin, das zeige ich euch nachher noch, die verschiedenen Boilerfunktionen. Und hier unten habt ihr eine schöne große Schublade. Wirklich sehr schön gemacht. Ihr habt die Möglichkeit hier drin Flaschen an den Haltern zu positionieren. Eine Besteckschublade auf der linken Seite direkt mit Einsatz. Und hier vorne habt ihr nochmal die Möglichkeit, euer Küchentuch dran aufzuhängen. Und darunter gibt es einen größeren Schrank mit Ablagefach und der Möglichkeit, eine Mülltüte einzuhängen. Hier oben in der Küche befindet sich, wie eben angeschnitten, das Control-Panel für euren Boiler. Ihr habt einmal den Boiler, den ihr mit Gas betreiben könnt und ihr habt den Boiler, den ihr elektrisch betreiben könnt. Das ist Bestandteil des Arctic-Paketes. So habt ihr einfach 2 verschiedene Möglichkeiten, euer warmes Wasser aufzubereiten. Also entweder mit Landstrom am Campingplatz oder wenn ihr autark unterwegs seid mit Gas. Zu einer so genialen Küche darf natürlich der entsprechende Kühlschrank nicht fehlen. Den habt ihr hier auch mit an Bord. Natürlich mit separatem Gefrierfach oben und einem wirklich super großen Kühlschrank darunter. Der Kühlschrank von Chaussor lässt sich auf 3 verschiedenen Modi betreiben. Ihr habt die Möglichkeit, auf Gas, auf Strom oder auf Batterie euren Kühlschrank laufen zu lassen. Staufläche kann man bei so einem Fahrzeug nie genug haben, vor allem in so einer kompakten Größe, wie wir hier haben. Deshalb habt ihr hier oben nochmal ein riesiges Gefach. Dort drin sitzt auch der Receiver vom Fernseher. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und ihr habt hier unten unter dem Kühlschrank auch nochmal die Möglichkeit, Dinge unterzubringen. Wie ihr eben gesehen habt, befindet sich hier oben in dem Schrank drin ein kleiner Receiver. Nicht nur der ist mit dabei, sondern in unserer Edition ist auch eine vollautomatische SAT-Anlage mit entsprechendem TV mit dabei. Hier oben sitzt euer 22 Zoll TV. Den könnt ihr abends, wenn ihr Fernsehen schauen möchtet, rausziehen und entsprechend neigen, sodass ihr von jeder Position aus auch einen guten Blick auf den Fernseher habt. Das Control-Panel von Chaussor habt ihr direkt am Eingangsbereich auf der linken Seite oben. Dort könnt ihr euer Control-Panel einschalten. Ihr habt die Möglichkeit, euer Licht einzuschalten, eure Wasserpumpe zu aktivieren. Ihr könnt das Außenlicht außen ein- oder ausschalten. Ihr habt den Ladezustand eurer Starter- und Aufbaubatterie mit an Bord und ihr könnt hier unten schauen, wie viel Frischwasser ihr noch inkludiert habt. Außerdem habt ihr auf der rechten Seite die Möglichkeit, eure Heizung einzuschalten. Hier haben wir, wie gesagt, die Webasto Dieselheizung mit an Bord. Auch die ist mit Bestandteil des Arctic-Paketes. Kommen wir nun zum Heck des Fahrzeuges. Hier haben wir das Bad. Das ist wirklich auch echt gigantisch groß. Ich glaube, das kann man wirklich in den Videos nie so sehen. Ihr habt hier echt einen großen Schrank, Spiegel und Waschbecken mit dabei. Eine Toilette, vor der ihr auch echt Platz habt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ich meine, ich bin jetzt nur 1,70 groß, aber selbst wenn ihr 2 Meter wärt, hättet ihr hier genügend Platz für eure Beine. Wenn ihr euer Toilettenpapier verstauen möchtet, könnt ihr das dort tun.
Und alles, was ihr sonst noch an Utensilien im Bad mit dabei habt, findet hier unten Platz. So, ich muss es leider immer wieder erwähnen, ihr befindet euch hier in einem Fahrzeug, das nur 6,36 Meter groß ist. Und wenn ihr euch den ein oder anderen Kastenwagen oder auch teilintegrierten in so einer Größe angeschaut habt, dann findet ihr wirklich selten eine Dusche, in der man sich so bewegen kann wie hier. Ihr habt eine riesige Duschkabine hier drin, natürlich mit Duschsäule, mit Fenster oben und Belüftungsmöglichkeit. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, einfach einen nassen Schirm, eine Jacke, Handtücher oder sonst irgendwas dran aufzuhängen, damit die Sachen trocknen können. Als Tür haben wir hier eine schöne magnetische Tür, die ihr auch schließen könnt und ganz einfach reinigen könnt. Das komplette Bad ist mit GFK ausgekleidet, sodass ihr auch da ganz einfach euer Bad sauber halten könnt. Absolutes Highlight definitiv ist der Stauraum für eure Kleider und Schuhe. Dort habt ihr im Heck des Fahrzeuges über der Garage diesen riesigen Kleiderschrank. In die Türen könnt ihr eure Schuhe reinpacken. Ihr habt natürlich auch Schubladen für eure Unterwäsche oder weitere Schuhe. Diese befinden sich auf beiden Seiten. Ihr könnt eure Kleider hier hinten dran packen. Die werden durch die Gummibänder nochmal festgehalten, sodass die nicht während der Fahrt durch das Fahrzeug purzeln. Und ganz wichtig, auch eine Kleiderstange, falls ihr mal irgendwelche Dinge aufhängen wollt. Was ihr auch im Bad mit habt, ist der Zugang zur Heckgarage. Dort könnt ihr beispielsweise an eure Dinge in der Heckgarage drankommen oder ihr habt die Möglichkeit für eure Vierbeiner einen Zugang zu schaffen. Jetzt habt ihr schon fast alle Bereiche in dem Fahrzeug gesehen, aber noch nicht, wo ihr überhaupt schlaft. Dazu habt ihr hier oben euer Bett. Das hat 1,40 Meter x 1,90 Meter. Ihr könnt es stufenlos verstellen. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal, wie ihr, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, darauf schlafen könnt. Und dann zeige ich euch den Umbau, wenn ihr zu viert hier drin schlafen wollt. Wie ihr gesehen habt, habt ihr in wenigen Sekunden euer Bett abends nach unten gefahren. Und ihr habt hier echt eine riesige Fläche, um darauf zu schlafen. Und so schaut das Ganze aus, wenn ihr euer Bett unten baut. Dazu habt ihr diese 3 Polster mit einer Heckgarage drin. Die könnt ihr auf eurem Tisch positionieren. Die Polster haben eine Holzverstärkung im Boden drin und haben hier vorne nochmal Standfüße, sodass ihr da auch wirklich stabil mit 2 weiteren Personen unten liegen könnt. Wenn ihr jetzt eure Kinder oben schlafen lasst, habt ihr unter der Matratze natürlich nochmal Netze, damit die nicht aus dem Bett fallen können. Und auch eine Leiter mit dabei, die ihr hier vorne anbringen könnt. Oft werde ich gefragt, wenn jetzt einer schläft, kann der andere noch irgendwie sitzen oder gibt es da keine Möglichkeit mehr? Natürlich habt ihr die Möglichkeit, und zwar vorne in eurem Fahrerhaus. Ihr könnt euch den Sitz beispielsweise hier auf die Seite drehen, könnt die Füße ganz bequem auf den Fahrersitz hochlegen und habt hier oben dann auch noch Lesespots, wenn ihr abends ein Buch lesen wollt. Auch Steckdosen und Anschlussmöglichkeiten bei Chausseur habt ihr wirklich etliche. Ihr habt vorhin schon in der Heckgarage gesehen, dass dort welche vorhanden sind. Ihr habt auch welche im Küchenblock, im Schrank, ihr habt welche in der Sitzgruppe oder vorne in dem Rundbogen über dem Fahrerhaus. Und ganz wichtig zu erwähnen, dass wir hier auch USB-C mit an Bord haben, nicht nur reine USB-Buchsen. Ja, was auch im Arctic-Paket inkludiert ist, ist die elektrische Fußbodenerwärmung. Die könnt ihr hier unten in der Sitzgruppe einschalten. So, kommen wir nun zu der Ausstattung des Fahrzeuges. Ihr habt in unserem Chausseur 650 Sondermodell wirklich alle Pakete von Chausseur inkludiert. Darunter zum Beispiel das Connect-Paket, das Zubehörpaket, das Arctic-Paket und das Safety-Paket. Außerdem habt ihr die Sonderpolster mit an Bord, die vollautomatische Sattanlage mit TV und Halter und nicht zu vergessen das sogenannte Smart-Paket von Chausseur. Dazu mache ich euch noch mal ein extra Video. Dort habt ihr wirklich die Möglichkeit, mit dem Handy Füllstände von Wasser und Gas einzusehen. Ihr habt einen GPS-Tracker mit an Bord und ihr könnt auch sehen, ob euer Fahrzeug gerade steht. Das Fahrzeug gibt es zu einem unschlagbaren Preis von 74.990 € nur bei uns. Also, wenn auch ihr Bock habt auf so ein cooles Fahrzeug, auf nur 6,36 Meter mit einem riesigen Raumgefühl, dann setzt euch gerne mit mir in Verbindung. Und wenn euch das Video gefallen hat oder ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es uns gerne in den Kommentaren.